Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir haben heute die Nachricht für uns. Ihr dürft wählen. Ich nehme heute mal das Tarot mit. Das hatte ich schon eine Weile nicht mehr. Und wir schauen, was wir hier gesagt kriegen. Ich hoffe, es geht euch gut. Danke für eure Begleitung auch immer wieder. Ne? Eure Kommentare, eure Spenden. So, dann würde ich, hoppala, jetzt sind die mir alle runtergefallen, weil ich ja sonst nichts zu tun habe. Wir nehmen heute mal noch so eine Eule, die hatte ich auch schon eine Weile nicht mehr. Lege ich die in die Mitte als Motto des Tages. Und dann dürft ihr wählen. So, wir haben hier als Motto des Tages: Niemand tanzt wie du, keiner lacht wie du, kein anderer fühlt wie du. Wie auch, du bist einzigartig. Lassen wir das mal so stehen, für alle. Was nehme ich denn? Ich stelle es mal drauf. Ich nehme den silbernen. Schauen wir, was hier für Botschaften auf uns warten. Ja, wir haben hier den Ritter der Erde. Es gilt anzupacken. Es gilt, Dinge in die Hand zu nehmen. Versprechen einlösen wird hier gefordert. Es geht um Eigenschaften, Loyalität, Güte, Ehre. Und hier haben wir auch die Schutzengel mit dabei. Tatsächlich haben wir auch den Mond, die Intuition, die Psyche, die Gefühle, Erkenntnisse, Ereignisse, die hinter den Kulissen stattfinden und vielleicht auch so ein bisschen anpacken, die Arbeit mit der eigenen Angst oder mit den eigenen Befürchtungen. Hier darf man Ängste auch überwinden. Ne? Die Herzensangelegenheiten sind hier, die Sehnsüchte, die Träume, die langfristigen Ziele auch, die man hat. Also packe alles an, was dir auf dem Herzen liegt. Komm in Fahrt, komm in Schwung, komm in den Flow. Und falls sich irgendetwas zeigt, wo du denkst, ja, hier sind irgendwie Themen, da traue ich mich nicht, da darf man ruhig auch mal über sich wachsen. Ne? Wir haben hier Ariel, das doppelt so ein bisschen mit dem Mond, ne? Die übersinnlichen Fähigkeiten, die Erkenntnisse. Und hier kriegen wir halt eben gesagt, dass wir jetzt geistige und hellsichtige Erfahrungen machen und dass die uns ja verändern. Hier ist das Aufblühen auch von geistigen Gaben und natürlich auch der Hinweis, dass wir ja damit umgehen, beten, meditieren, lernen. Es gibt so Kanäle, die sich mit der Zeit auch öffnen, immer mehr. Und das dann zu integrieren, das ist nochmal so eine andere Sache. Hier sollte man sich nicht mit dem zufrieden geben, was sich einem so zeigt, sondern man darf ja auch mal nach den Sternen greifen, sich nicht in die zweite Reihe stellen, die Maßstäbe erhöhen. Und wir haben hier, es ist Zeit zum Weitergehen. Hier wird etwas zurückgelassen, ein altes Kleid abgelegt und hier darf Raum
für etwas Neues entstehen. Vielleicht auch für etwas, was einem schon lang am Herzen liegt oder ein Projekt, das man so gern hätte. So, die Eule sagt, wenn sich ein Problem nicht lösen lässt, schreibe es auf die Liste Gottes. Das funktioniert, sofern du bereit bist, die Kontrolle abzugeben. Das ist ja natürlich immer so eine Sache. Wenn man abgibt, dann macht man das mit der Konsequenz, dass man sich öffnet für Lösungen, an die man nicht denkt. Und man macht es am Ende auch so, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt, über das Problem. Und da fängt das Ganze schon an. Also hier kann die Möglichkeit bestehen, dass man tatsächlich versucht, abzugeben und es dann auch so zu lassen, ne? Also die Konsequenz zu tragen. Gucken wir, was die Vögel noch sagen. So, hier haben wir den Zaunkönig. Ich lehre dich Bescheidenheit, Weisheit und den Glauben an dich selbst. Lerne die kleinen Dinge des Lebens wieder zu schätzen. Besinne dich auf deine Klugheit und deine Talente. Also bau auch auf das, wird hier gesagt, was du dir schon angeeignet hast, wo jetzt hier so ein Schub nach vorne auch kommt. Wunderbar, dann schauen wir uns die andere Seite an. Ihr habt das Ego, ihr habt hier das Gefühl vielleicht irgendwo, ich sag mal, die Illusion, eingesperrt zu sein, nicht über die Grenze rauszukommen. Hier hat der auch eine Maske auf, ne? Der Blick ist vielleicht nicht so richtig klar. Das Gefühlsleben zeigt einem etwas, was eigentlich auf negative Gedanken deutet und ein großer Fokus vielleicht auf alles, was jetzt sehr materiell ist, was aber sonst nur als Qualität von Materie verfügbar ist. Und ihr habt die Neuen der Erde und das ist das komplette Gegenteil, ne? Hier gönnt man sich ein bisschen Luxus, man genießt seine Zeit, man hat unter anderem auch gute berufliche Chancen, auch in der Selbstständigkeit. Also da darf man ein bisschen gucken, ob die Ängste auch real sind oder das Gefühl des Gefängnisses überhaupt existiert. Das passt sehr gut. Die Neuen der Erde zeigt berufliche Veränderungen an, Erfolg im Beruf. Die sieht man auch hier. Für alle, die nicht mehr arbeiten, ist das für mich die Aussage, das an dem du gearbeitet hast, deine Lebensthemen, die gehen hier in die Stabilität und bringen dir gute Früchte oder auch Veränderungen mit. So, Azur. Das ist sehr schön, denn egal, was du dir hier herbeisehnst, Azur sagt dir, das von dir gewünschte Ergebnis wird sich in Kürze einstellen. Hab ein bisschen Geduld und Vertraue, versuch aber auch nichts zu erzwingen. Das ist ja, wenn das Ego spricht, auch nicht immer so einfach. Hier haben wir das heilende Herz. Hier findet gerade auch sehr viel Genesung statt. In all den Bereichen, wo man empfängt, ne? Wo man auch annimmt, dass man unterstützt wird, wo man keine Schuldgefühle hat, wenn man etwas empfängt oder wenn einem andere unter die Arme greifen. Oder dass man eben auch ohne dieses, ach, das wäre doch nicht nötig gewesen, etwas annimmt. So. Die Eule sagt, man muss mich nicht unbedingt verstehen. Liebhaben reicht schon. Man versteht oft andere Menschen nicht oder hat einen anderen Blickwinkel. Das kann man nicht vermeiden. Trotzdem sind wir alle gut so, wie wir sind. Jetzt hätten wir gern noch ein Vögelchen. Die Drossel. Ich bringe dir Lebensfreude, Musik und Klang. Das Rampenlicht und die Aufmerksamkeit sind dir gewiss.
Deine Talente rücken jetzt verstärkt in den Mittelpunkt. Deine Potenziale wollen stärker genutzt werden. Also mach aus dem auch was, was du schon als Gabe hast. Und fördere hier so dieses Gefühl von, ich bin angekommen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.